Guten Morgen, Lehrer. Ich glaube, ich bin etwas früher angekommen. Wie geht es dir? Guten Morgen, Charles. Gut, danke. Nehmen Sie bitte Platz. Wir werden in einigen Minuten mit dem. Okay, Lehrer, aber bevor wir anfangen, ich habe eine Frage. Es geht darum, Deutsch zu lernen. Du hast mir letztes Mal erzählt, dass es verschiedene Methoden gibt, Deutsch zu lernen. Ist das richtig? Nun ja, das stimmt. Es gibt nicht nur eine Methode, Deutsch zu lernen. Es gibt viele davon. Nun, ich brauche diese Informationen. Können Sie mir bitte etwas über diese Methoden erzählen? Ich übe mein Deutsch jeden Tag, aber es bringt mir nicht die gewünschten Ergebnisse. Vielleicht kann ich eine andere Methode ausprobieren. Ich werde alles tun, um sehr gut Deutsch zu sprechen. Du bist sehr enthusiastisch. Mir gefällt es. In Ordnung. Ich werde dir helfen. Um über Methoden zum Deutschlernen zu sprechen, müssen wir Sprachschulen und Gruppenunterricht. Der Besuch von Sprachschulen und das Erlernen der deutschen Sprache in Gruppen ist eine der beliebtesten. Und es ist auf der ganzen Welt. Es wird im Allgemeinen von den meisten Deutschlernern bevorzugt. Besuchen Sie lokale Sprachschulen in Ihrer Stadt, melden Sie sich online für einen Sprachkurs an oder suchen Sie nach Schulen im Ausland. Meiner Meinung nach sind Sprachschulen auch für Anfänger ein guter Ausgangspunkt. Da sie es ihnen ermöglichen, sich mit grundlegenden Grammatikregeln auseinanderzusetzen. Und üben Sie Ihre Hör- und Sprechfähigkeiten in Gruppen. Jetzt können Sie auch einen persönlichen Nachhilfelehrer. Das ist eine weitere gute Methode. Wenn Gruppenunterricht nicht zu Ihrem Lebensstil oder Ihren persönlichen Vorlieben passt. Aber Sie brauchen trotzdem jemanden, der die Grammatikregeln im Detail erklären und den gesamten Lernprozess. Sie sollten sich für einen Deutschlehrer entscheiden. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, Sie erleben einen 1:1 Ansatz, der es zu einer perfekten Wahl für beide macht. Jugendliche und Erwachsene mit sehr vollen Terminkalendern. Ein kompetenter Nachhilfelehrer kann Ihre aktuellen Deutschkenntnisse beurteilen und helfen Ihnen, sich auf Themen zu konzentrieren, die Ihnen unklar sind oder die Sie schwer verstehen. Diese Methode, Deutsch zu lernen, kostet im Vergleich zum Gruppenunterricht mehr. Dennoch ist es oft das zusätzliche Geld wert, da Sie die Möglichkeit haben, den Unterricht an Ihr aktuelles Deutschniveau anzupassen. Sie können einen Online-Nachhilfelehrer finden, der günstiger sein kann. Und noch etwas Wichtiges: Es ist auch wichtig, einen Nachhilfelehrer zu finden, der wirklich daran interessiert ist, Sie zu unterrichten. Weil ein guter Nachhilfelehrer sollte immer neue Wörter und Materialien vorbereiten, unterschiedliche Ansätze, abwechslungsreiche Aufgaben anbieten und sich selbstverständlich ständig weiterbilden. Das ist wirklich wichtig. Eine andere Methode, die heutzutage am häufigsten verwendet wird, ist das Selbststudium. Viele Leute tun es. Mit der Entwicklung neuer Technologien und vielen online verfügbaren Bildungsinhalten. Vieles davon ist kostenlos. Diese Lernmethode erfreut sich heute einer unglaublichen Beliebtheit.
Die Vorteile liegen auf der Hand. Sie können jederzeit und überall auf der Welt Deutsch lernen. Das spart Ihnen viel Zeit und passt perfekt in Ihren Zeitplan. Aber ich muss etwas sagen. Das Selbststudium erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Konzentration. Jetzt konzentrieren wir uns auf diese Methode. Ich verrate Ihnen einige Dinge, die Sie tun können, um Ihr Deutsch zu. Oder mit welchen Methoden Sie Ihr Deutsch verbessern können. Lernen Sie Grammatik mit Point-of-View-Geschichten. Sie können Ihre Intuition auf Deutsch stärken, indem Sie sich Kurzgeschichten anhören, die in verschiedenen Zeitformen erzählt werden. Dies wird Ihnen auch dabei helfen, Ihre Grammatikkenntnisse zu verbessern. Sie können sich kurze oder längere. Auf YouTube gibt es viele Videos über Geschichten auf Deutsch. Ich bin sicher, dass Sie einige finden werden, die Ihnen gefallen. Eine andere Methode ist Zuhören und Wiederholen. Viele Schüler üben auf diese Weise. Und es funktioniert. Sie schauen oder hören sich die Videos an und wiederholen, was die Leute sagen. Auf diese Weise können Sie Ihre Aussprache beurteilen. Eine andere Methode besteht darin, zuzuhören und zu antworten, nicht zuzuhören und zu wiederholen. Beantworten Sie die gestellten Fragen, anstatt gedankenlos Wörter oder Sätze zu wiederholen. Wenn Sie beispielsweise einen Podcast oder ein Video anhören, pausieren Sie es alle 20 bis 30 Sekunden. Und erstellen Sie eine kurze Zusammenfassung des Gesagten. Warum funktioniert das gut? Weil man sich dadurch aktiver mit der Sprache auseinandersetzt. Ernsthaft. Ihr Gehirn muss härter arbeiten, um eine Antwort zu formulieren. Und dadurch bekommen Sie mehr Bewegung. Sie können es versuchen. Eine andere Methode, Deutsch zu lernen, besteht darin, Phrasen und Nichtwörter zu lernen. Wenn Sie Deutsch lernen, lernen Sie keine einzelnen Wörter. Ohne Kontext macht es keinen Sinn, sie auswendig zu lernen. Studieren Sie stattdessen ganze Sätze. Die Bedeutung von Wörtern auswendig zu lernen ist viel einfacher. Wenn Sie wissen, was sie bedeuten und wie sie in einem Satz verwendet werden. Der wissenschaftliche Begriff ist Kollokation. Und viele Wissenschaftler sind sich einig, dass der Kontext dabei hilft, sich Wörter schneller zu merken. Eine andere Methode, Deutsch zu lernen, ist das Lernen durch Zuhören. Ich werde es dir erklären. Verlassen Sie sich beim Erlernen der deutschen Sprache nicht nur auf das Lesen von Lehrbüchern. Ich meine, Lehrbücher eignen sich hervorragend, um Ihnen Grammatik und Wortschatz beizubringen, aber sie können einem nicht beibringen, wie man ein Gespräch führt. Wenn Sie lernen möchten, wie man Deutsch spricht. Es gibt verschiedene Zuhörstrategien, mit denen Sie das Gesagte verstehen können. Wenn Sie mehr zuhören, lernen Sie nützliche Vokabeln, Wörter und Phrasen und Grammatik, ohne es überhaupt zu merken. Das interessiert mich. Ich möchte verschiedene Strategien kennenlernen, um Deutsch durch Zuhören zu lernen. Denn manchmal kann ich nicht verstehen, was die anderen Leute sagen. Das muss ich verbessern. Oh, sicher. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen sagen, wie Sie Ihr Hörverständnis verbessern können. Ja, das wäre großartig. Richtig, Leute? Willst du es auch? Liken und kommentieren.